Hallo meine lieben Freunde, hier ist wieder Michael Grant mit Klartext. Heute zu dem Thema Vatikan. Illegale Migranten drohen bis zu 5 Jahren Haft. Die Grundlage für das Video ist ein Artikel von Richard Schmidt aus Report24, der das recherchiert hat. Vielen Dank dafür. Die meisten haben es nicht im Kopf, und zwar, obwohl die Päpste die Zuwanderung aus Dritte Weltländern predigen, hat der Kirchenstaat knallharte Strafen für illegal Eingereiste. Auf den 440.000 Quadratmetern kleinen Territorium des Vatikans gibt es wenig Verständnis für illegale Zuwanderung, während in Deutschland knapp 3 Millionen Flüchtlinge und Migranten sind, viele davon Syrer, Afghanen und Ukrainer und viele 100.000 ohne Asylgrund und mit deutschem Steuergeld versorgt werden, haben die 900 Bewohner des Kirchenstaats eines der härtesten Gesetze gegen illegale Einreise. Darüber muss man sich auch erstmal bewusst werden, weil das haben viele so nicht auf dem Schirm. Seit dem Dekret vom 19. Dezember 2024, das Dekret hat die Nummer DCCX, unterzeichnet von Kardinal Fernando Verges Alzaga, dem Präsidenten der Pontifikalkommission für den Vatikanstaat, gelten deutlich verschärfte Strafen für die illegale Einreise mit Gewalt, Drohung oder Täuschung, etwa mit einer Umgehung von Sicherheitsanlagen oder Grenzkontrollen, drohen eine Freiheitsstrafe von, Achtung, 1 bis 4 Jahren und eine Geldstrafe von 10.000 bis 25.000 Euro. Bei erschwerenden Umständen, also zum Beispiel mit der Verwendung von Waffen oder mehreren Tätern, kann die Strafe sogar erhöht werden. Schon bei einem einfachen Verstoß gegen ein bestehendes Einreiseverbot drohen eine Freiheitsstrafe von 1 bis 5 Jahren und die bereits genannte Geldstrafe. Auch bei rein administrativen Verstößen, etwa bei der Einreise ohne gültige Erlaubnis oder mit einem abgelaufenen Pass, setzt es Bußgelder von 2.000 bis 5.000 Euro und zusätzlich ein Einreiseverbot für bis zu 15 Jahre, bei Wiederholungstätern sogar länger. Das berichtet zum Beispiel EWTN News. Würden diese Regelungen auch in Deutschland umgesetzt werden, so wie es der Heilige Vatikan macht mit seiner Menschenfreundlichkeit, wären Hunderttausende Haftplätze nötig. Zumindest bis die illegal Eingereisten wieder in ihre Heimatländer abgeschoben werden können und dort ihre Gefängnisstrafe absitzen. So ist es im Vatikan. Eine klare Haltung des nur 44 Hektar großen Vatikanstaats in Rom gegen jede illegale Einwanderung steht allerdings in einem deutlichen Gegensatz zu den Pro-Migrationsaussagen der Päpste. Wir erinnern uns. Während sich etwa Papst Leo der 14. hinter 6 Meter hohen Mauern und dank der Bewachung durch die italienische Polizei und Schweizer Garde relativ sicher vor importierter Gewalt fühlen kann, meinte er am 111. Welttag des Migranten und Flüchtlings, ich zitiere, in einer Welt, die von Krieg und Ungerechtigkeit verdunkelt ist, stehen Migranten und Flüchtlinge selbst, wenn alles verloren scheint, als Boten der Hoffnung da. Ihr Mut und ihre Beharrlichkeit legen ein heroisches Zeugnis ab von einem Glauben, der über das hinausblickt, was unsere Augen sehen können. Zitat Ende. In dem Staat der Kirche, der in etwa 30 Minuten zu Fuß zu durchqueren ist, sind diese Boten der Hoffnung aber unerwünscht. Ihnen drohen bei illegaler Einreise sogar jahrelange Haftstrafen. Welch Heuchelei. Auch Papst Franziskus forderte wiederholt eine offene, menschliche Haltung gegenüber Migranten und Flüchtlingen, obwohl er dies auf dem eigenen Territorium so nicht wollte. Zitat vom Welttag der Migranten 2018, ich zitiere:
Die Migranten und Flüchtlinge sind aufzunehmen, zu beschützen, zu fordern und zu integrieren. Jeder Fremde, der an unsere Tür klopft, gibt uns eine Gelegenheit zur Begegnung mit Jesus Christus. Der Grundsatz der zentralen Stellung der menschlichen Person verpflichtet uns dazu, die Sicherheit der Personen stets der Sicherheit des Landes voranzustellen. Das hat Papst Franziskus gesagt. Zitat Ende. Und hat der Vatikan derzeit zumindest einige Flüchtlinge aufgenommen? Aktuell hat der Vatikanstaat keine Migranten oder Flüchtlinge direkt aufgenommen und betreut. Der Vatikan unterhält zwar humanitäre Programme und unterstützt Flüchtlinge und Flüchtlingsprojekte weltweit, finanziell, logistisch und durch Appelle an andere Staaten, nimmt aber selbst keine Zuwanderergruppen auf. Finde den Fehler. Also Wasser predigen und selbst Wein trinken. Nehmt Flüchtlinge auf, nehmt sie auf und selber entweder gar keine aufnehmen oder bei illegaler Einreise sie in Haft zu nehmen. Das ist für mich persönlich mit Michael Grant Klartext reine Heuchelei. Denkt mal drüber nach, dass der heilige Staat propagiert, wir sollen alle aufnehmen, selbst aber so gut wie niemand aufnimmt oder nur wenige und die Illegalen dann einsperrt. Das ist unglaublich. Und wer fördert diese illegalen Einreisen? Ja, es sind NGOs. NGOs. Für mich die Vollstrecker des Staates. Der Staat selber kann es nicht machen. Die Parteien haben Angst davor, das offiziell laut zu sagen. Früher haben sie es gemacht, heute sind sie ein bisschen kleinlauter durch die AfD und haben natürlich, finanzieren ihre NGOs, die das propagieren. In jedem Medium, überall. Flüchtlinge, kommt her. Was dahinter steckt und wie wir die NGOs satt füttern, Geld in den Hintern stecken, euer Geld, und diese dann eigentlich gegen das Volk regieren, im Auftrag der Regierung, viele davon, habe ich in meinem Buch Staatsgeheimnis NGO-Finanzierung Milliarden an Steuergeldern für linke und linksextreme Aktivisten aufgedeckt, entschleiert, und zum ersten Mal habe ich die gesamten Geldströme analysiert. Grundlagen sind Bundestagsanfragen und die Antworten der Regierung, die so nicht publiziert werden. Warum nicht? Weil die AfD diese Anfragen gestellt hat und man will natürlich AfD-Anfragen und die Antworten der Regierung darauf nicht publizieren, weil das genau das bestätigt, was die AfD sagt. Also dieses Buch ist wichtig für uns, aber auch wichtig für unsere Kinder, weil diese Migranten, 3 Millionen, die bei uns sind, die werden ja auch noch länger bei uns sein. Die Hintergründe also in diesem Buch. Abonniert mich auch auf Telegram, weil dort bin ich unzensiert. Erst gestern hat mich Facebook wieder zensiert, eingeschränkt, Instagram natürlich auch. Telegram ist noch einigermaßen kann man da noch etwas sagen. Also abonniert mich auch bei Telegram, die Links sind alle unten angegeben, auch von dem Buch, das ihr bestellen könnt. Ihr könnt auch meinen Newsletter abonnieren, jede Woche neu. Der ist garantiert unzensiert, es ist meine eigene Homepage, auch dieser Link ist unten angegeben. Dann wünsche ich euch alles Gute. Kommentiert, was ich sage, ob ihr meiner Meinung seid oder nicht. Ich lese jeden Kommentar, kann aber nicht jeden beantworten. Beleidigende Kommentare lösche ich, weil ich lasse mich auf meiner eigenen Plattform nicht von Idioten beleidigen. Ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal. Euer Michael Galt.